Die Verwendung von nicht und kein im Deutschen. Hallo Ben, vielen Dank, dass du dir heute so viel Zeit nimmst. Hallo Anna, gern geschehen. Du weißt ja, ich lerne schon eine Weile Deutsch, aber bei der Verwendung von nicht und kein bin ich immer noch unsicher. Ich verstehe, dass das Thema am Anfang etwas knifflig sein kann. Ich weiß, dass beide Wörter zur Verneinung dienen, aber wann benutze ich welches? Wir haben ja schon einmal kurz darüber gesprochen, aber heute werden wir es gründlich und ausführlich klären. Zuerst einmal, nicht und kein sind Negationswörter, doch sie werden in unterschiedlichen Kontexten verwendet. Ja, das habe ich schon gehört. Ich weiß ungefähr, kein negiert Nomen mit unbestimmtem Artikel oder ohne Artikel und nicht negiert Verben, Adjektive, Adverbien und bestimmte Nomen, richtig? Genau. Aber lass uns das Schritt für Schritt durchgehen, um wirklich sicher zu werden. Beginnen wir mit kein. Das Wort kein wird dekliniert wie der unbestimmte Artikel ein. Das bedeutet, es passt sich in Genus, Numerus und Kasus dem Nomen an, das es negiert. Zum Beispiel ein Hund. Wenn du keinen Hund hast, sagst du kein Hund. Im Akkusativ wäre es keinen Hund, im Dativ keinem Hund und so weiter. Und kein ersetzt dann auch gleichzeitig den Artikel, richtig? Also anstelle von ein Hund sage ich kein Hund, anstatt eine Katze sage ich keine Katze, richtig? Ja, genau. Kein steht an der Stelle, wo ansonsten ein unbestimmter Artikel oder gar kein Artikel stehen würde. Wenn du ein Buch verneinst, sagst du kein Buch. Wenn du einfach nur ein Nomen ohne Artikel nennst, wie Brot, im Sinne von ich habe Brot, dann verneinst du ich habe kein Brot. Und wenn ich etwas Bestimmtes negieren möchte, also etwas mit bestimmtem Artikel, benutze ich dann nicht? Genau. Ein wichtiger Unterschied ist, bestimmte Artikel, der, die, das oder Possessivartikel, mein, dein, sein, verneinst du normalerweise mit nicht. Zum Beispiel, das ist nicht mein Buch oder der Hund ist nicht groß. Aha, also wenn ich sage, der Film ist nicht interessant, benutze ich nicht vor dem Adjektiv interessant. Und wenn ich sage, ich habe keinen Film, dann verneine ich ein Nomen ohne bestimmten Artikel? Perfekt. Genau so ist es. Ich habe keinen Film bedeutet, du besitzt überhaupt keinen Film. Der Film ist nicht interessant bedeutet, dieser spezielle Film ist uninteressant. Und wie ist das bei Verben? Wenn ich zum Beispiel sage, ich mag diesen Film nicht, dann benutze ich nicht, weil ich eine Handlung verneine, nämlich das Mögen? Richtig. Bei Verben, Adverbien, Adjektiven und ganzen Sätzen verwendest du nicht. Nicht ist sozusagen flexibler. Es kann beinahe den gesamten Satz negieren. Zum Beispiel Verb, ich komme heute nicht. Adjektiv, das Wetter ist heute nicht schön. Adverb, ich gehe nicht schnell. Ganzer Satz, ich fahre heute nicht nach Berlin. Und bei Substantiven ohne unbestimmten Artikel nehme ich kein, also ich habe kein Geld, ich trinke keinen Kaffee, wir kaufen keine Tickets. Genau. Kein macht aus etwas Unbestimmtem eine Verneinung. Wenn du also sagen willst, dass du gar nichts von einer Sache besitzt, dann sagst du kein. Ich habe kein Auto. Das bedeutet, ich habe überhaupt kein Auto in meinem Besitz. Gibt es auch Fälle, in denen man nicht bei einem Nomen benutzt? Ja, das gibt es. Wenn das Nomen nämlich bestimmt ist oder mit einem Possessivartikel steht, dann verwendest du nicht. Zum Beispiel, das ist nicht mein Auto. Hier negierst du nicht die Existenz eines Autos an sich, sondern du sagst, dass ein bestimmtes Auto nicht dir gehört. Verstehe. Also, ich habe kein Auto. Ich besitze überhaupt kein Auto. Das ist nicht mein Auto. Dieses spezielle Auto, auf das wir zeigen, gehört mir nicht. Vielleicht besitze ich aber ein anderes Auto. Genau das hast du wunderbar zusammengefasst. Dieser Unterschied ist wichtig. Mit kein negierst du die Existenz oder Verfügbarkeit von etwas Unbestimmtem. Mit nicht negierst du ein bestimmtes Exemplar, eine bestimmte Eigenschaft oder Handlung. Ich habe auch schon gehört, dass es spezielle Regeln für die Stellung von nicht im Satz gibt.
Wo steht nicht im deutschen Satz normalerweise? Das ist ein etwas komplexeres Thema, aber wir können es uns anschauen. Die Stellung von nicht hängt davon ab, was du negieren möchtest. Grundsätzlich steht nicht vor dem Wort oder Satzteil, den du verneinst. Möchtest du den ganzen Satz negieren, steht nicht oft am Ende des Satzes. Zum Beispiel, ich gehe heute nicht ins Kino. Hier negierst du den ganzen Satz, also steht nicht kurz vor der Angabe des Ortes oder am Satzende. Und wenn ich einen bestimmten Satzteil negieren will? Dann stellst du nicht direkt vor diesen Satzteil. Zum Beispiel, ich gehe nicht heute ins Kino, sondern morgen. Hier negierst du das Adverb heute. Oder, ich mag nicht diesen Film, sondern jenen. Hier negierst du genau diesen Film, nicht allgemein das Mögen von Filmen. Und bei kein? Gibt es da auch Regeln zur Satzstellung? Kein steht in der Regel dort, wo auch der unbestimmte Artikel stehen würde, also vor dem Nomen. Ich habe keinen Hund. Du würdest auch sagen, ich habe einen Hund. Nun ersetzt du ein durch kein. Die Satzstellung ist also relativ klar. Gibt es auch idiomatische Ausdrücke, in denen nicht und kein vorkommen, um besondere Bedeutungen zu erzeugen? Ja, natürlich. Es gibt zum Beispiel Redewendungen wie kein Problem statt nicht ein Problem, keine Ahnung, sehr gebräuchlich, anstatt ich weiß es nicht, kein Wunder, statt es ist nicht verwunderlich. Hier hat sich kein einfach eingebürgert. Man würde selten sagen, das ist nicht ein Wunder. Stattdessen, das ist kein Wunder. Das stimmt. Keine Ahnung hört man sehr oft. Und dann gibt es ja auch nicht in Kombination mit anderen Wörtern. Nicht mehr für no longer. Nicht einmal für not even. Genau. Nicht mehr bedeutet, dass etwas, was vorher der Fall war, jetzt nicht mehr so ist. Ich arbeite nicht mehr bei dieser Firma. Nicht einmal drückt aus, dass selbst die geringste Erwartung nicht erfüllt wird. Ich habe nicht einmal einen Stift dabei. Wie ist es eigentlich, wenn ich vergleiche oder betone, dass etwas anders ist? Zum Beispiel, das ist nicht das gleiche Buch wie gestern. Das ist auch eine Anwendung von nicht. Hier negierst du eine Gleichsetzung. Nicht steht vor das gleiche Buch. Du betonst, dass es ein anderes Buch ist, nicht das gleiche. Du könntest sagen, das ist kein neues Buch, sondern ein altes. Hier vergleichst du ein Adjektiv. Neu versus kein neu macht keinen Sinn. Also sagst du, das ist kein neues Buch. Bedeutet, es ist nicht ein Buch, das neu ist, sondern ein altes. Das heißt, wenn ich ein Adjektiv direkt vor einem Nomen habe, kann ich manchmal sowohl kein als auch nicht verwenden, je nachdem, ob ein unbestimmter Artikel möglich wäre? Genau. Zum Beispiel, das ist kein schönes Auto. Hier negierst du ein unbestimmtes schönes Auto. Du sagst, so ein schönes Auto existiert in diesem Fall nicht. Das Auto ist nicht schön. Hier negierst du die Eigenschaft schön an diesem bestimmten Auto. Aha, also kein schönes Auto. Ein solches schönes Auto ist gar nicht vorhanden. Nicht schön. Dieses spezielle Auto hat die Eigenschaft schön nicht. Genau, du hast den Unterschied präzise erfasst. Mit kein negierst du die Existenz einer bestimmten Art von Sache, ein schönes Auto. Mit nicht negierst du lediglich eine Eigenschaft dieses konkreten Gegenstandes. Manchmal höre ich auch Sätze wie ich habe nicht viel Zeit. Hier benutze ich nicht, obwohl viel Zeit ja irgendwie unbestimmt ist. Warum nicht keine Zeit? Das ist ein guter Punkt. Ich habe keine Zeit bedeutet, ich habe überhaupt keine Zeit, nicht einmal ein bisschen. Es ist eine absolute Negation. Ich habe nicht viel Zeit hingegen bedeutet, ich habe zwar etwas Zeit, aber nicht viel. Du negierst hier die Menge viel. Es ist eine Einschränkung. Hier passt nicht besser, weil du gezielt die Quantität viel verneinst, ohne einen unbestimmten Artikel vor Zeit zu haben. Das ist interessant. Also kann die Wahl von nicht oder kein auch subtile Bedeutungsunterschiede schaffen. Keine Zeit ist total keine Zeit, nicht viel Zeit ist wenig Zeit. Richtig. Mit nicht kannst du eine graduelle Negation ausdrücken, während kein eher grundsätzlich die Existenz verneint. Ähnlich ist es bei Mengenangaben wie
nicht genug, nicht ausreichend, nicht richtig viel. Das sind Konstruktionen, in denen du qualitative oder quantitative Begriffe verneinst, ohne einen neuen Artikel einzusetzen. Gut, also habe ich jetzt ein besseres Gefühl dafür. Kannst du mir vielleicht ein paar Übungen geben, damit ich das festige? Du gibst mir einen Satz und ich versuche zu entscheiden, ob ich nicht oder kein benutzen muss. Sehr gerne. Fangen wir an. Erstes. Ich habe Hunger. Was würdest du sagen? Hunger ist ein unzählbares Nomen, ohne Artikel. Wenn ich keinen Hunger verspüre, sage ich habe keinen Hunger. Perfekt. Zweite, das ist meine Tasche. Was sagst du, wenn du sagen willst, dass diese bestimmte Tasche dir nicht gehört? Hier ist ein Possessivpronomen, meine Tasche. Bestimmte Referenz. Ich sage, das ist nicht meine Tasche. Genau. Dritter, er trinkt Kaffee. Wenn er überhaupt keinen Kaffee trinkt? Unbestimmtes Nomen, ein Kaffee, würde man sagen, also die Negation. Er trinkt keinen Kaffee. Sehr gut. 4. Ich gehe gerne ins Fitnessstudio. Ich möchte betonen, dass ich es nicht mag, dorthin zu gehen. Hier negiere ich ein Adverb, gerne. Dafür benutze ich nicht. Ich gehe nicht gerne ins Fitnessstudio. Perfekt. 5. Ich habe Stift, um das aufzuschreiben. Du besitzt gar keinen Stift. Ich habe keinen Stift. Genau. Du wirst immer sicherer. 6. Die Antwort ist richtig. Wenn die Antwort falsch ist, sagst du? Hier negiere ich das Adjektiv richtig. Die Antwort ist nicht richtig. Sehr schön. 7. Wir haben Zeit, um einen Film zu schauen. Wenn ihr überhaupt keine Zeit habt? Wir haben keine Zeit. Genau. 8. Ich habe Lust, heute Abend auszugehen. Auch hier handelt es sich um eine Art unbestimmtes, nicht zählbares Nomen, die Lust. Sagst du? Ich habe keine Lust. Perfekt. 9. Das ist der Stift, den ich gestern hatte. Hier geht es um einen bestimmten Stift. Bestimmter Stift. Also, das ist nicht der Stift, den ich gestern hatte. Richtig. 10. Ich kann dir helfen, wenn ich überhaupt nicht in der Lage bin zu helfen. Hier ist es tricky. Normalerweise bei Verben benutzt man nicht. Also, ich kann dir nicht helfen, denn ich negiere die Handlung helfen. Sehr gut. Das war ein kleiner Test und du hast alles richtig gemacht. Du siehst, die Prinzipien sind eigentlich klar. Kein bei unbestimmten Nomen, nicht bei Verben, Adjektiven, Adverbien, bestimmten Nomen und wenn du andere Satzteile verneinen möchtest. Das hilft wirklich. Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Aber ich habe noch eine Frage. Gibt es Situationen, in denen man sowohl nicht als auch kein verwenden könnte, aber die Bedeutung sich leicht ändert? Ja, die gibt es. Stell dir vor, du möchtest sagen, dass du etwas nicht magst. Du könntest sagen, ich mag keinen Kaffee. Das bedeutet, du magst überhaupt keinen Kaffee. Kaffee als solches schmeckt dir nicht. Wenn du aber sagst, ich mag diesen Kaffee nicht, dann negierst du nicht Kaffee allgemein, sondern nur die spezielle Kaffeesorte oder diese Tasse Kaffee. Oder ich mag nicht Kaffee, sondern Tee, betont, dass Kaffee nicht dein Ding ist, aber Tee schon. Die Wahl zwischen nicht und kein kann also Nuancen schaffen. Das ist interessant. Also, ich mag keinen Kaffee bedeutet, ich trinke nie Kaffee. Ich mag diesen Kaffee nicht bedeutet, vielleicht mag ich eine andere Kaffeesorte, aber diese hier nicht. Genau. Diese feinen Bedeutungsnuancen sind wichtig, um dich präzise auszudrücken. Das ist eine Stärke des Deutschen. Du kannst mit nicht und kein sehr genau sagen, was du verneinst. Ich glaube, ich habe jetzt ein wirklich gutes Verständnis. Kein. Existenz oder Verfügbarkeit wird verneint. Nicht. Eigenschaften, Handlungen, bestimmte Dinge werden verneint. Und die Satzstellung von nicht hängt davon ab, was verneint wird.
Exakt. Und je mehr du übst, desto intuitiver wird es für dich. Lies deutsche Texte, achte darauf, wie Muttersprachler nicht und kein verwenden und versuche eigene Sätze zu bilden. Ich werde es machen. Das Gespräch heute war sehr hilfreich. Jetzt fühle ich mich viel sicherer im Umgang mit nicht und kein. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Ben. Gern geschehen, Anna. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte. Wenn du weitere Fragen hast, können wir jederzeit wieder darüber sprechen.